Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen zeigen, wie man Projekte optimal verwalten kann. Dazu habe ich hier einfach eine Baustelle hergenommen, welche ich hier einfach ein bisschen aufgeteilt habe. Ich habe sie hier im ersten Schritt in den Stahlbau aufgeteilt und im zweiten Schritt hier in den Blechbau aufgeteilt. Ich habe hier im Grunde genommen einen Bauabschnitt erzeugt und einen Fertigungsabschnitt. Man kann sich das so vorstellen, ein Bauabschnitt ist ein Bereich einer Baustelle und der Fertigungsabschnitt ist ein Teilbereich des Bauabschnittes. Daraus ergibt sich bei mir auch, dass ich hier diese Kürzel habe. In diesem Fall SB für Stahlbau. Ganz einfach. Und daraus ergibt sich hier bei mir die Zeichnungsnummer für diese Baugruppe, weil mein Projekt TE heißt, also TE-S für Stahlbau, -B für B und die Positionsnummer ist BG6. Daraus ergibt sich bei mir der Schlüssel, Positionsnummer ist gleich die Zeichnungsnummer. Somit kann ich hier immer zuweisen, welches Profil, welche Zeichnung hier verwendet wird. Wenn ich hier in diesem Fall bei den Projekten mit Helios arbeite, habe ich natürlich hier immer sofort auch die Vorschau, kann darin scrollen, kann mittels Doppelklick diese Teile auch genauer anschauen. Das heißt, dies kann ich hier auch in groß darstellen und dreidimensional, was bei diesem Profil natürlich hier ein bisschen übertrieben ist, aber ich kann es zumindest machen. Helios kann natürlich hier jederzeit an einem Arbeitsplatz montiert sein. Das heißt, ich kann hier einen Arbeitsplatzrechner haben bei einer Maschine, wo ich hier diese Sachen definieren kann und anschauen kann und der Anwender sieht sofort, was er produzieren muss. In Helios habe ich hier bei mir natürlich verschiedene Registerkarten erzeugt, damit ich hier diese leichter trennen kann und leichter erkennen kann, was damit gemeint ist. Zum Beispiel habe ich hier in diesem Fall alle Dokumente, das heißt, ich habe hier 227 Werkstättenzeichnungen, welche natürlich auch hier sofort auch in den automatisch generierten PDF mit erzeugt werden. Das heißt, wenn ich eine Zeichnung öffne, wird mir automatisch auch sofort beim PDF erzeugt. Ich kann hier in weiterer Hinsicht filtern meine ganzen Baugruppen, das heißt, ich sehe hier meine Baugruppen. Dies kann ich hier sofort erkennen. Das ist diese Baugruppe, Baugruppenzeichnung, welches Format hat es. So, und wie kann ich dies jetzt optimal verwalten? Im Grunde genommen ist es ja so, jedes Bauteil, wie auch bekannt, besteht aus Einzelteilen und Zusammenbauteilen. Ich habe in weiterer Hinsicht hier die Baugruppenzeichnungen, hier die Profilzeichnungen und kann hier sofort mittels Vorschau sagen, wie sehen die Zeichnungen aus. Was jedoch noch viel wichtiger ist, in Helios kann ich hier filtern. Im Grunde genommen sieht man hier viele Zeichnungen in den verschiedensten Darstellungen, die sind jetzt einfach mal automatisch erzeugt worden. Viele davon sehen sehr schön aus, viele davon werden auch sicher nicht sehr schön aussehen. Für mich jetzt ein Maßstab ist, wenn hier ein Maßstab von 1:50 ist, dann kann ich mit dieser Zeichnung natürlich wahrscheinlich in der Werkstätte nichts anfangen. Jetzt kann ich die Filterfunktionen von Helios nutzen. Das heißt, so wie auch hier meine voreingestellten Filter sind und ich jetzt hier nur Profilzeichnungen sehe, kann ich hier sofort sagen, okay, ich möchte hier noch zusätzlich zum Beispiel Zeichnungen darstellen lassen, welche hier zum Beispiel den Maßstab 1:50 haben, um diese abzuändern. Dazu gehe ich hier auf die Filteroption und gehe hier in den Bereich Maßstab und sage, okay, filter mir hier alles, was im Maßstab 1:50 ist. Ich könnte hier diese Maßstäbe oder diese Suchvorlagen noch abspeichern, wenn ich diese später brauche.
sage hier in diesem Fall anwenden und sehe in diesem Fall, dass ich hier 6 Zeichnungen habe, welche im Maßstab 1:50 sind. Klicke einfach einmal auf eines drauf und sehe hier alleine schon in der Vorschau, dass der Mann in der Werkstätte damit sicher nichts anfangen kann. Hier kann ich diese sofort öffnen und bin in der High-Cut-Konstruktion für diese Zeichnung. Dies könnte zum Beispiel ein Lehrling machen, ein Azubi in diesem Fall, der die Konstruktionen aufbereitet. In diesem Fall habe ich mir auch als Beispiel einen eigenen Ribbon gemacht, wo ich nur die Befehle habe, welche für mich für das Abändern der Werkstättenzeichnung relevant sind. Dazu kann ich hier noch zusätzlich diese Binnnadel umstellen, damit mir High-Cut nicht jedes Mal, wenn ich irgendein Teil anklicke, in einen anderen Ribbon stelle oder wechselt. So, in diesem Fall möchte ich hier diesen Zeichnungsrahmen abändern. Könnte ich hier sagen, diesen Ribbon habe ich mal so eingestellt, dass ich mir hier diese Befehle, welche man hier im Grunde genommen fehlt, eingestellt sind, könnte ich mir hier einstellen und möchte hier die Einstellung für dieses Zeichenblatt ändern. In diesem Fall sage ich, okay, versuchen wir es mal mit diesem Rahmen. Jetzt rechnet mir High-Cut die Werkstättenzeichnung um und wird mir hier in diesem Fall auf den Zeichnungsrahmen A3 gemacht und könnte hier weitere Einstellungen machen. Man sieht auch hier, dies ist das Profil 174, die Werkstättenzeichnungsnummer ist auch 174. Man sieht auch sofort hier, dass dieses Profil in der Baugruppe 62 vorkommt. Ich habe leider hier bei mir dieses Attribut zweimal eingefügt, jedoch normalerweise sollte es nur einmal sein, aber man sieht es hier, in der Baugruppe 62 kommt dieses Profil vor. Ich könnte hier sagen, speichern. Wenn ich hier speichern sage, wurde mir sofort auch das PDF erzeugt. Helios ist mir hier so verknüpft, dass ich hier auch automatisch sofort sagen kann, mit der rechten Maustaste, ich möchte in diese verknüpfte Konstruktion gehen und möchte wissen, was gibt es denn da noch für Zeichnungen. Und sehe hier als Beispiel, es gibt noch eine Baugruppenzeichnung dazu. Und so sieht man hier auch, das wäre die Baugruppenzeichnung für dieses Profil. Wir haben ja gesagt, dieses Profil ist die Positionsnummer 174 und somit auch auf dem Plan 174. Und somit ist dieser Schlüssel für mich auch relativ einfach, wo ich auch in der Werkstätte erklären kann, dass dieses Profil hier dazugehört. Ich könnte hier auch sagen, wenn diese Zeichnung für mich fertig ist, auch wenn ich hier zum Beispiel ein weiteres Maß ergänzen würde, in diesem Fall, das kann ich jederzeit machen. Auch Änderungen werden hier mitgenommen. Ich sehe, dieses Profil ist noch in Arbeit, ich habe die Stückliste automatisch drauf. Jedoch möchte ich wissen oder möchte sagen, dieses Profil ist fertig, dann könnte ich sagen, okay, ich möchte dieses Profil freigeben, damit es in keiner einzigen Konstruktion mehr geändert werden kann. Hier sieht man noch, ich habe eine automatische Einstellung für die CAM-Daten eingestellt und dadurch die Nebenteile fehlen, kann dies hier nicht erzeugt werden, deswegen kann ich hier diese automatische Freigabe nicht machen. Dies ist eine Einstellung von mir, deswegen kann ich hier in den Fertigungszeichnungen die Freigabe nicht machen. Dies werde ich hier jedoch ändern, das heißt, ich möchte diese Einstellung hier nicht haben, um dies hier zu zeigen, das heißt, hier ist eingestellt, die automatische CAM-Freigabe, also Erzeugung von Step, NCX und alles mögliche, soll bei der Freigabe passieren. Möchte ich hier auf manuell setzen und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dies sofort genommen wird, soll die Zeichnung freigegeben werden. Das heißt, man sieht sofort, diese Einstellung wurde mir geändert. Man sieht hier, dieses Teil ist freigegeben und dies wird in jeder Zeichnung freigegeben. Das heißt, wenn ich hier nochmal in diese Baugruppenzeichnung gehe, dann sehe ich auch hier sofort, dass dieses Teil freigegeben ist. Dies sehe ich hier natürlich auch sofort im Helios. Das heißt, man sieht hier die Profile
Jetzt habe ich natürlich den Filter noch von 1:50 drinnen, den nehme ich hier wieder raus. Soll ich anwenden, sage ich Profile. Jetzt sehe ich natürlich, habe ich eine Vielzahl von Profilen drinnen. Ich könnte hier auch gleich sagen, zeigen mir nur die Teile, welche freigegeben sind, an. Ich habe hier jetzt nur ein Teil, dies wird natürlich hier mit diesem Symbol dargestellt, aber in der Fertigung könnte es ja sein, dass zum Beispiel Anwender nur Teile sehen, welche freigegeben sind, weil nur diese sollen sie produzieren. Das heißt, ich kann Helis an jedem Arbeitsplatz so einstellen, wie ich möchte. Nehme diese Filter wieder weg, sehe natürlich hier wieder meine ganzen Teile und man sieht es auch hier sehr schön an dieser Oberfläche. Dies gilt natürlich auch für alle Teile, das heißt, ich könnte hier für jedes Teil meine Werkstättenzeichnungen machen und die Leute können hier diese Zeichnungen sofort anschauen, können sagen, okay, diese Zeichnung passt so, ich möchte diese freigeben, damit ich auch vielleicht weitere Daten habe. Wichtiger ist dabei aber noch, dass in der Ursprungszeichnung diese Teile dann nicht mehr geändert werden können, weil diese freigegeben worden sind. Somit habe ich einen schönen Durchlauf und im Helios sehe ich damit auch alle meine Teile und kann diese auch an den unterschiedlichsten Teilen und Konstruktionsabschnitten bzw. Fertigungsabschnitten verwalten.